Die Ausstellung zeigt Karl Marx und seine Auseinandersetzung mit dem industriellen Kapitalismus im 19. Jahrhundert. Marx ging es um die wissenschaftliche Durchdringung und Analyse der sozialen Wirklichkeit seiner Zeit, immer mit der Perspektive der Veränderung. Wir zeigen in der Ausstellung, dass es nicht den einen Marx gibt. Marx hat kein kohärentes theoretisches Gesamtsystem hinterlassen. Marx' Positionen haben sich im Laufe seines Lebens immer wieder verändert. Er hat sich immer mit den konkreten Verhältnissen seiner Zeit auseinandergesetzt und es haben sich oft auch seine politische Einschätzung oder auch seine theoretische Herangehensweise geändert. Und dadurch ist sein Werk nie gleich geblieben. Marx' Positionen sind teilweise widersprüchlich geblieben. Gerade bei der Frauenfrage beispielsweise setzte er sich für die sozialen Rechte der Arbeiterinnen ein, sah aber die politischen Rechte als kein Thema an, wofür sich in der Arbeiterbewegung eingesetzt werden soll. Zu Lebzeiten war Marx einer der Ideengeber der Arbeiterbewegung. In der Internationalen Arbeiterassoziation, wo er sich engagierte, schrieb er fast alle Texte, alle Grundsatzerklärungen und machte damit auch einen großen Teil dessen aus, was programmatisch von der Internationale beispielsweise nach außen getreten wurde. Er war aber im 19. Jahrhundert mitnichten eine Ikone und viele seiner Texte, die wir heute kennen, waren zu Lebzeiten noch nicht veröffentlicht. Es haben im 19. Jahrhundert Umbrüche stattgefunden, die, wenn wir uns Arbeitsverhältnisse heute anschauen, Umbrüche markieren, die in einer gewissen Weise Umbrüchen heute ähnlich sind. Es geht aber auch um Themen in der Ausstellung, die im 19. Jahrhundert gelegt wurden, mit denen wir heute noch zu tun haben. Es geht um die Frage von immer neue Technologien zu entwickeln. Es geht um Fragen von Naturressourcen, um Nutzung fossiler Brennstoffe. Wir zeigen in der Ausstellung auch einen Marx, der extrem facettenreich war, der sich mit unglaublich vielen Themen befasst hat, mit vielen Themen, die, wenn wir den Marxismus, Leninismus oder die verschiedenen Marxismen des 20. Jahrhunderts kennen, nicht erwarten würden. Ja, in der Ausstellung geht es uns auch darum, immer wieder deutlich zu machen, wie Marx selbst zu seinen Lebzeiten schon Kritik hervorgerufen hat. Das fängt an bei der Frage der Revolution, wo er sehr kritisiert wurde. Es geht aber auch um Fragen des Antisemitismus beispielsweise, wo wir einen Brief zeigen von David Levi Elkan, der sein Abonnement der Zeitung kündigt, die Marx herausgegeben hat, weil darin antisemitische Positionen vertreten wurden. Also diese kritischen Stimmen und deutlich zu machen, Marx war nicht ein Einzeltheoretiker, Einzelkämpfer seiner Zeit, das ist ein wichtiger Teil. Mir ging es darum, eine Ausstellung zum Thema Kapitalismus zu machen. Und dabei waren mir zwei Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts besonders aufgefallen. Auf der einen Seite, wenn wir so grob sagen wollen, von rechts Richard Wagner und auf der anderen Seite Karl Marx. Mir ist es vor allem wichtig, dass wir auf die Person des 19. Jahrhunderts wieder zurückkommen. Das ist in gewisser Weise die Aufgabe für ein historisches Museum, wie ich es sehe, eine Leistung der Historisierung und damit auch Freilegung der Persönlichkeiten und damit der Möglichkeit auch wieder neu sich ihr Denken anzueignen und vielleicht auch für die Gegenwart neu zu überlegen.